Fluffbards, and welcome to my vlog. So, today we are at a small convention here in Germany. I'm talking English now, but I'm gonna switch to German soon because it's a German convention. Probably only Germans are going to watch it because it's a really small and local convention. And yeah, for all the English viewers, just click on subtitles. I'm gonna subtitle it for you. So, yeah, let's go. Und jetzt mal auf Deutsch. Das ist seltsam. Ich mache normalerweise nie was auf Deutsch. Egal. Dann, ja, lass uns mal nach oben gehen und dann zeige ich euch Society. Also, Society hat wirklich einen richtigen Oldschool-Flair. So ein bisschen wie eine Klassenfahrt, finde ich. Es erinnert mich total an Eurofurence 10 vor exakt 20 Jahren, weil das war auch damals in der Jugendherberge und irgendwie hat's was. Hier sind insgesamt 137 Leute und ja, ist ein bisschen klein, aber es ist gemütlich. Jeder fängt noch klein an. Und ja, lass mal ein bisschen die Gegend erkunden. Hallo! Fernsehen. Wie? Alle im Fernsehen. Oh, Verteile. Ja. Guten Tag. Ich verlinke euch mal eure Dankeschön. Oh, was ist das? Hilfst du mich auch mal hoch? Nein. Oh. Nicht schlecht. Der ist da. Ja. Ah. Das ist eine sehr schöne Wellblechverkleidung. Formschön, Windschnitt. Nein, da oben, da steht Salvador Allende Haus. Bei der Spitze, das Salvador Allende Haus. Wow. Dann sprecht das mal als Spanisch aus. Sie, Salvador Allende Haus. Ruhe. Ist da Alkohol drin? Ja, Darfst du das? Bist du denn schon 18? ich bin gestern 18 geworden. Oh. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir 10 vor 4 haben und hier wird Alkohol konsumiert. Das ist nicht schlimm. Guck auf eine andere Uhr. Irgendwo ist es nach 12 Uhr, das ist okay. Ja, nach 12 reicht ja. Genau. Ach ja, das andere Irgendwo ist 12. immer nach 12, oder? Ja. Verwirrend. Ah, da ist Übrigens noch habe was. ich hier einen Frost. Oh, gib. Jetzt warten wir noch. Mario, bist du jetzt erst von der Arbeit zurück? Hattest du nicht eigentlich noch bei einer Stunde Schluss? Ja, aber du kennst doch meinen Chef. Er hatte wieder einer seiner grandiosen Einfälle und wir mussten ihm alle ganz begeistert zuhören. Ach du Armer. Aber wolltest du nicht sowieso schon lange da weg sein? So einfach ist das leider nicht, Elliot. Am liebsten wäre mir ein Leben so wie in den alten Geschichten, fernab von Arbeit, Stress und irgendwie auch der Gesellschaft. Aber das weißt du ja. Was zauberst du denn da Leckeres? Spaghetti Bolognese. Nach meinem Familienrezept. Mit ganz vielen Karottenstreifen. Genauso wie du es magst. Immerhin ein kleiner Lichtblick am Ende des Tages. Was? Bin ich etwa kein Lichtblick?
Du weißt, wie ich das meine. Immer wieder lecker. Es geht doch nichts über das alte Rezept meiner Oma. Das stimmt wohl. Zum Glück hat sie es dir aufgeschrieben. Milo, Ey, was machst du da? es gibt da noch etwas, was ich dir sagen oder vielmehr zeigen muss. Elliot, was ist los? Heute Morgen war der Briefträger hier und hat diesen merkwürdigen Brief abgegeben. Merkwürdiger Brief? Zeig mal her. Ich kann mir vorstellen, wie das jetzt für dich aussehen mag, aber bitte mach dir keine Hoffnungen. Das ist nicht möglich. Dieses Symbol, der Baum. Mein Opa hat am Ende von nichts anderem mehr geredet. Heißt das vielleicht? Milo, dein Großvater ist verschwunden, als du 7 warst. Er wurde wochenlang überall gesucht. Du weißt, wie alle gesagt haben, er sei am Ende verrückt gewesen. Oskar war nicht verrückt. Er war vielmehr überzeugt. Du konntest ihn ja leider nicht mehr kennenlernen, sonst hättest du es genauso gesehen. Ja gut, aber trotzdem, was soll das jetzt heißen? Der Briefträger hat ihn heute vorbeigebracht? Ja, aber er sagte auch, dass es reine Glückssache war, dass er es überhaupt zu uns geschafft hat. Der Brief war wohl wochenlang unterwegs und niemand konnte was damit anfangen. Es steht ja nicht mal eine Adresse drauf. Wie haben Sie es denn dann herausgefunden? Nun, das hat er nicht direkt gesagt. Aber es arbeitet wohl jemand bei der Post, der sich an die ganze Sache erinnern kann. Er hat das Symbol wohl wiedererkannt, denke ich. Immerhin wurden die Suchplakate damals in der ganzen Stadt verteilt. Wäre möglich. Was hat es denn mit diesem Baum nur auf sich? Möchtest du den Brief denn gar nicht öffnen? Doch schon. Ich hab nur ein bisschen Angst davor, was ich darin finden werde. Egal was passiert, ich bin bei dir. Wie immer. Also gut. Was ist das? Ich weiß nicht genau. Es sieht aus wie eine Karte, aber irgendwie von Hand gezeichnet oder so. Guck mal hier. Ist das ein X? So wie auf einer Schatzkarte? Ich glaube, mit dem Begriff Schatzkarte liegst du gar nicht so falsch. Na, wenn das so ist, dann lass uns mal die Schaufel holen und das Gold ausgraben. Sehr witzig. Aber überleg doch mal. Mein Name auf dem Umschlag und dieses Symbol. Ich glaube, es ist eine Einladung. Irgendjemand möchte, dass ich zu diesem Ort auf der Karte gehe. Vielleicht finde ich dort ja eine Antwort auf die Frage, was wirklich mit Opa geschehen ist. Er war nicht verrückt. Vielleicht ist er ja absichtlich verschwunden, sich ein neues Leben aufbauen. Genau dort, mitten im Wald. Milo, ich glaube, du interpretierst da etwas zu viel in diese merkwürdige Karte hinein. Ich bin ehrlich gesagt nicht der Meinung, dass es viel mehr als ein zugegebenermaßen sehr seltsamer Streich ist. Aber ich mache dir einen Vorschlag. Lass uns ein paar Sachen packen und morgen einen Ausflug dorthin machen. Selbst wenn wir nichts finden sollten, sind wir immerhin mal wieder rausgekommen. Du möchtest mich wirklich dorthin begleiten? Natürlich. Auch wenn ich vielleicht nicht an das große Geheimnis glaube, bin ich immer noch dein bester Freund. Danke, Elliot. Also dann, fangen wir an zu packen. Morgen wird ein großer Tag.
Hier müsste es sein. Das X auf der Karte markiert genau diesen Ort. Also, diese merkwürdige Karte hat uns in den Wald geführt, nur um uns dann die einzige Stelle ohne Bäume zu zeigen. Damit hätte nun wirklich keiner gerechnet. Du bist sicher, dass wir vorher nicht hätten links abbiegen müssen? Ja, ganz sicher. Das ist definitiv der richtige Ort. Selbst ich hätte dann doch irgendwie mehr erwartet. Warte mal, was ist das denn da vorne? Was ist was? Elliot? Hey, warte auf mich. Ist das... Sieht aus wie eine Schatztruhe. Ja, aber wie kommt die hier mitten auf die Lichtung? Natürlich, darum geht es. Das X auf der Karte markiert nicht die Lichtung, sondern die Truhe. Vielleicht wird das hier ja doch noch interessant. Also los, lass sie uns öffnen. Verdammt, hier ist ein Schloss dran. Es sieht zwar nicht sehr stabil aus, aber... Sofort die Pfoten da weg. Wer bist du? Und was willst du? Die Frage lautet wohl eher, wer seid ihr? Und warum betretet ihr unser geweihtes Land ohne Erlaubnis? Ein geweihtes Land? Was erzählst du da für ein komisches Zeug? Elliot, lass gut sein. Es tut uns leid. Wir wurden hierher geführt und waren nur neugierig. Neugierig? Dann führt wohl kein Weg dran vorbei. Dass ich euch herzlich willkommen heiße. Wie jetzt? Mein Name ist Jack. Ich bin der Oberste des geheimen Waldvolkes. Was? Geheimes Waldvolk? Ganz genau. Wir sind eine Gemeinschaft von Tieren, die sich vor langer Zeit aus der Gesellschaft zurückgezogen hat und seitdem ein friedliches Leben im Einklang mit den Wundern der Natur führt. Alles klar. Der Tag ist definitiv interessant geworden. Milo, ich glaube, der da wohnt schon etwas zu lange im Wald. Elliot, warte. Du kennst dich hier aus. Was hat es mit dieser Truhe auf sich? Hoffst du etwa auf Reichtümer? Da muss ich dich leider enttäuschen. Nein, darum geht es mir nicht. Diese Truhe entstammt einer alten Legende und wurde einst vom Gründer unseres Volkes hier in diesem Wald geborgen. Sie beinhaltet nicht weniger als die jahrhundertealte Seele des Waldes. Okay, jetzt ist es offenbar wirklich Zeit zu gehen. Elliot, das klingt zwar alles sehr merkwürdig, aber siehst du die Zusammenhänge denn nicht? Die ganzen Geschichten von damals ergeben jetzt einen Sinn. In erster Linie sehe ich diesen komischen Naturtypen dort drüben, der dir eine am Fell herbeigezogene Geschichte erzählt, auf die du auch noch bereitwillig hereinfällst. Milo, jeder Idiot kann so eine Geschichte erfinden. Jungs, ich kann euch immer noch hören. Na gut, wenn es dir so viel bedeutet, lasse ich mich auf den Spaß ein. Ich habe schließlich versprochen, dich zu unterstützen. Ich bin mir sicher, dass ein Besuch bei dem Waldvolk alle meine Fragen beantworten wird. Wir müssen uns dort nur etwas umsehen und können bestimmt heraus... Es tut mir leid, dass ich dich unterbrechen muss, aber das kann ich nicht zulassen. Du darfst unser Volk nicht besuchen. Was? Wieso nicht? So lauten die Gesetze des Waldes. Einzig und alleine diejenigen, die sich als würdig erweisen, nehmen wir in unsere Gemeinschaft auf. Und was heißt das? Was müssen wir dafür tun? Ihr müsst gar nichts tun. Ihr müsst nur tief in eurem Herzen bereit sein, dem Wald zu dienen. Ich verstehe nicht. Versuch die Truhe zu öffnen. Wenn du dich als würdig erweist, wird die Seele des Waldes sich dir offenbaren. Aber wenn nicht, müsst ihr den Wald verlassen und dürft nie wieder hierhin zurückkehren. Was? Ich? Aber wie soll ich denn die Truhe... Milo, keine Sorge. Ich mach das schon. Wie schwer kann es schon sein, dieses rostige Schloss zu öffnen? Jack, ich werde es versuchen. Nur zu. Ihr kennt die Konsequenzen, falls du scheiterst. Und? Kriegst du sie auf? Irgendwas ist hier komisch. Es bewegt sich kein Millimeter. Du kannst die Truhe nicht öffnen, richtig? Die Seele des Waldes erlaubt es dir nicht. Ihr habt euch nicht als würdig erwiesen. Nein, warte. Ich krieg es bestimmt hin. Die Entscheidung steht fest. Ihr müsst den Wald verlassen. Sofort.
Milo, ich habe alles versucht, aber... Wieso? Was meinst du? Wieso dieser Brief? Milo, lass gut sein. Du hast Jack gehört. Komm, wir finden schon ein anderes Abenteuer für uns. Nein! Ich will wissen, wieso. Ich weiß, wie viel dir das bedeutet, aber wir haben keine Wahl. Wieso hat er das gemacht, Elliot? Wieso hat er mir diesen Brief geschickt? Oscar, warum sollte ich hierher kommen? Wartet. Oscar? Hast du gerade Oscar gesagt? Mein Großvater. Er hat uns mit einer Karte zu dieser Truhe geführt. Und wofür? Für gar nichts. Wie lautet dein Nachname? Robinson. Wieso? Das kann nicht sein. Oscar Robinson ist der Gründer unseres Volkes gewesen. Du musst der Enkel sein, von dem er immer erzählt hat. Was? Oscar war der Gründer des geheimen Volks? Jetzt ergibt alles einen Sinn. Er war ganz und gar nicht verrückt. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Es tut mir leid, dass ich euch nicht mit dem gebührenden Respekt entgegengetreten bin, aber es geschah rein zum Schutz des Volkes. Oscar hat gegenüber mir einmal erwähnt, dass er seinem Enkel den Weg zu uns weisen würde, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Allerdings ist er schon vor langer Zeit von uns gegangen und es machte den Anschein, dass sein Wunsch nicht mehr erfüllt werden sollte. Doch nun stehst du vor mir. Heißt das etwa, wir dürfen das Waldvolk doch besuchen? Viel mehr als das, wenn es nach mir gehen würde. Auch wenn mir nichts ferner liegt, als Oscars Wunsch unerfüllt zu lassen. Aber unser Leben hier wird von der Natur bestimmt und nur durch die Gesetze des Waldes im Gleichgewicht gehalten. Jack, du kannst Milo nicht erst das größte Geheimnis seines Lebens offenbaren und uns dann trotzdem wegschicken. Gesetze hin oder her. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass wir eine zweite Chance bekommen. Nun, laut Gesetz darf streng genommen jeder einmal versuchen, die Truhe zu öffnen. Ihr seid zu zweit. Milo steht also auch noch ein Versuch zu. Hast du das gehört? Los, wir probieren es direkt aus. Aber was, wenn ich es auch nicht schaffe? Ich habe da eine Idee. Da es in diesem speziellen Fall sicherlich ein Fehler wäre, euch nicht bei uns aufzunehmen, gewähre ich euch als Oberster des Waldvolks eine Gnadenfrist, in der ihr uns und unsere Bräuche kennenlernen könnt. Und was passiert danach? In 2 Tagen müsst ihr euch erneut der Prüfung stellen, wenn die Sonne hinter dem Horizont versunken ist. Solltet ihr wieder scheitern, kann auch ich leider nichts mehr für euch tun. Danke, Jack, dass du uns, oder vielmehr mir, ermöglicht, das zweite Leben meines Großvaters kennenzulernen. Du bist der Enkel unseres Gründers. Wem sonst, wenn nicht dir? Aber denkt immer daran, es ist eure letzte Chance. Danke, Jack. Wir werden unser Bestes geben. Also dann, lasst uns aufbrechen. Es gibt viel zu sehen. Alles klar. Ach, und nehmt die Schatztruhe bitte mit ins Dorf. Müssen wir das Ding jetzt etwa auch noch selber tragen? Elliot? Ja, ist ja schon gut. Hallo. Du hast einen Maulkorb? Ja. Oha. Braucht der... Oh, okay. Also ich bin ja immer artig. Ich muss gar nichts sagen. Aber es ist eine schöne Kontur. Es war ein sehr, sehr geiles Opening und genau. Ja, aber das liegt doch nur an den Gästen, Benito. Ah, Schleimer. Dich natürlich aus. Das ist übrigens mein erstes deutsches Video. Deutsch? Deutsch? Du kannst Deutsch? Ich kann Deutsch. Naja, ein bisschen. Tschüss. Oh, warte, das bringt Glück. Into the sky. Do you think
Da sind die beiden Berühmten. Und der dritte. Und der andere. Hallo. Na. Das ist Fernsehen und das ist deutsches Fernsehen. Das ist, naja, ein bisschen besser. Also ich grüße meine Mutter und mein Vater und den Knochen, der auf mich zu Hause war. Der ist voll den Otto geworden. Gar nicht wahr. 2 noch? Gar keins mehr. Keins mehr? Aber er hat Daumen gegeben, also ist okay. Muss man auch erstmal machen. Wer einen Smiley zu viel macht, der hat auch nichts mehr zu lachen. If I could fall into the sky, do you think time would pass us by? 'Cause you know I walk 1,000 miles. Ja! Ein Hund bin ich! Das war die falsche Kugel, aber du hast dein Bestes gegeben. Guck nochmal blöd für die Kamera. Yay! Is life just a playground? Think you're the real deal, honey, and someone will always look out for you. But wake up, baby, you're so totally deluded. You'll end up old and lonely if you don't get a bullet in your head. Good luck in your new bed. Enjoy your nightmares, honey. Enjoy your nightmares. Hallöchen. Hallo. Du darfst Deutsch sprechen, weil ich mache einen deutschen Vlog. Ah, hallo. Weiß nicht, was ich sagen soll, außer dass ich eine gute Zeit habe. Ah. Also ich freue dich zu sehen. Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ah. Hallo Leon. Möchtest du was zu meinem YouTube-Kanal sagen? Sogar auf Deutsch. I mean, I could try it in English. You don't have to because it's actually German this time. Why? It's German. Because why not? It's a German convention. Yeah, but EF is also a German convention and... Yeah, but they are talking English there, so everything here is German. But at Nordic FossCon, I only heard German. And Swedish. And a little bit Swedish. A little Exactly. bit. A little bit. Anyway. Jetzt machen wir es auf Deutsch. Hallo. Sehen wegen dem Licht. Ach ja, genau, das stimmt. Ja, GoPro, schlechtes Licht. Stimmt. Schlechte Bilder. Ja. Oh. Ich verlinke euch auch mal ihren Kanal, weil toll. Du bist es nicht für Bloganfänger, ne? Was ich? Ja, absolut. Ich habe keine Ahnung vom Blogging. Ich mache das gerade zum ersten Mal.
ist dein erstes Mal. Das ist mein erstes Mal, ja. Dein erstes Mal. Guck mal, das kann ich mal. Das Hallo. Muss ich das filmen? Muss ich das dann so da drauf halten und dann muss ich so Bug machen? Oder aktivierst du es? Oh, ich hab's aktiviert. Was tut es, wenn es aktiviert ist? Oh, okay. Kann ich tanzen nicht. Aber Macarena kannst du, oder? Das ist so schwierig mit Vorzeugen. I can relate. Ja. Oh, okay. Destiny. Jetzt habe ich den Umhang nicht mehr an. Jetzt Ach so. sind mir meine Kräfte genommen worden. Aber du bist der Machtlos. der Machtlos bist du. Machtlos. Der Pheros des Waldes. Ja, jetzt bin ich nur noch ein Gärtner. Okay. Nein, weißt du, was du bist? Ein Förster. Oh. Alle hassen mich für solche Witze. Auf Englisch kann ich die kaum machen, deswegen mache ich die lieber so. Ein Förster. Hello, Fons! Hi! Hi! Also alles ist sehr viel, also schön gethemed mit einem Baum und einer Schatzkarte. Ich versuche möglichst das Video irgendwie zu verlinken. Ich schätze mal, Cody lädt das hoch, ich hoffe zumindest. Weil es ist wirklich ein cooles Video bei der Opening-Zeremonie gewesen und das will ich euch nicht vorenthalten. Das war echt toll. Mit einer Show dabei. Moin, Shane. Hallo. Hi, Shane. Mir geht's gut. So, da bin ich wieder. Oh Gott, das ist so ungewohnt in Deutsch alles immer, aber egal. Ja, jetzt geht's zu Fons Konzert, weil er hat gleich wieder sein Rockkonzert hier und ich habe auch noch einen fetten Lüfter, den er gleich noch von mir bekommt, weil ja, er braucht ein bisschen mehr Luft als ich. Genau, deswegen ab nach oben. Ladies and Gentlemen, wir haben tatsächlich keine Verspätung. Nein. Da ist Beauty. Oh mein Gott, die Goggle-Eyes. Hallo, ich bin die GoPro. Du bist die GoPro. Falls jemand glaubt, dieses Konzert sei leise, hat er sich vertan. Der wird vorwärts kommen. Myself, is it just a flight? Coming in, coming out, don't wanna miss a ride. Wanna be, wanna go, let's have some fun. Jumping in, hopping in, just an alibi. All my friends are themselves, just deep asleep. It's myself trying to cook, just another drama. Just another soap opera inside my head. Deep
twisted web full of fucking lies. Need a like, need a tweet to have their heartbeats. I'm alive, I'm ahead, I'm a run and hide. Gotta do, gotta plan, gotta knuckle paw. Have 2 ears, 2 big ears that can know a lie. In Wonderland, but I'm just done with this wasteland. Isn't it the weekend after all? Isn't our shift over a while ago? Let's go down, deep down. Let's go down my rabbit hole. Isn't there a world to find out there? Let's go down, deep down. Guten Morgen! Es ist Zeit für die First Aid Parade und ich habe 2 super süße Bunnies dabei. Hallo! Fons und Vincent! Yay! Yay, oh. Ich spreche kein Deutsch. Doch sprichst du. Aber du, du sprichst Deutsch. Ich spreche Deutsch. Yay! Und Franz spricht auch Deutsch, er tut mir immer so. Genau. Hey. Gesundheit! Liebe Bewohner des Waldes, liebe Freunde, wie jedes Jahr haben wir uns heute zum großen Marsch über die Grenzen unseres Dorfes hinaus versammelt. Doch dieses Mal ist etwas anders. Das hier ist Milo, der Enkel des ehrwürdigen Gründers Oskar. Viele von euch haben ihn inzwischen sicherlich schon kennengelernt. Zusammen mit seinem Freund Elliot wird er uns dieses Jahr auf dem großen Marsch begleiten.
Wie immer werde ich voranschreiten, dieses Mal zusammen mit unseren beiden neuen Freunden. Dahinter folgt ihr alle, einer nach dem anderen in einer geraden Linie. Und keine Sorge, jeder kommt mit. Also dann, lasst uns keine Zeit verlieren. Milo, Elliot. Lass den großen Marsch beginnen! Lecker gefunden. Nein, nein, nein. Das ist besser.
das ist noch besser. Slave for horse, ride a cowboy. Oh. Im Waldvolk gibt es auch sexy Wölfe. Im Waldvolk gibt es auch süße Füchse. Mhm. Und Hummeln. Nein, ich weiß, du bist keine Hummel. Ich bin ein Pokémon. Okay, dann bist du ein Pokémon. Ein Hummel-Pokémon? Birdie, hast du ein bisschen zu viel getrunken gestern? Okay. Na, das ist gut. Pflichtbewusst. Er ist süß. Er ist süß, das stimmt, das stimmt. Hallo! Ah, könnt ihr mir alle einen Gefallen tun? Ich möchte einen Furry aus dem Libanon grüßen. Der ist ganz alleine da drüben. Sagt einfach mal alle, hallo Richie! Hallo Richie! Hallo Richie! Yay! Richie! Hey Richie, viele Grüße aus Deutschland. Also Cody und Kenora haben gesagt, ich soll hier irgendwas sagen. Also ich sag jetzt mal was. Hallo Richie! Shy to say. Hallo, ich weiß nicht. Hallo, ich bin viel. Hallo, hallo. Schönes Stupid. Yes. You have nice hair. Hi Richie, I send you my greetings and a big hug. I hope you're doing good in Lebanon, and yeah, we're enjoying ourselves here at the convention and we miss you a lot, and we hope to see you soon at some point. Sending a big hug and a big kiss. Bye bye. Hello Richie, greetings from Germany. It's Imara here. I don't know if you remember me, but we met at Dortmund for me. I hope you're doing well. Hey Richie, hope you're fine. Hope you have a little bit of fun, and we hope we will see you again very, very soon. Love you. Ganz viel essen. Möchte jemand Wurst? Möchtest du meine Wurst? Warum dürftest du Ubi essen bei der Kamera? Dass es hier Pilze mit 2 Metern Durchmesser gibt. Damit könnte man ein fantastisches Risotto zubereiten. Kannst du eigentlich immer nur ans Essen denken? Sogar mir ist das schon aufgefallen. Ihr seid ja nur neidisch, weil ich im Gegensatz zu euch ein echter Gourmet bin. Ja, das wird es sein. Oder wie wäre es mit einer rustikalen Pilzpfanne? Oh Mann. Nun, da wären wir wieder. Der Ort, an dem unsere Geschichte begonnen hat. Ich kann immer noch nicht glauben, dass mein Großvater an all dem hier beteiligt war. Ich hätte ihn so gerne noch ein letztes Mal gesehen. Er war nicht nur beteiligt. Es war sein großer Traum. Und ich glaube fest daran, dass du, Milo, diesen Traum weiterleben kannst. Und wenn nicht? Wenn der Traum gleich ein für alle Mal vorbei ist? Hey, Kopf hoch! Ich kenne niemanden, der besser in das Waldvolk passen würde als Milo Robinson.
Er hat recht. Du hast dich in den letzten 2 Tagen wirklich bewährt. Es gab bisher niemanden, der unsere Werte so sehr verinnerlicht hat wie du. Danke für die aufbauenden Worte. Das bedeutet mir echt viel. Es ist soweit. Die Sonne ist untergegangen. Milo, bist du bereit, dich der Prüfung zu stellen und die Gesetze des Waldes zu akzeptieren, egal was passieren wird? Ja, ich denke schon. Keine Sorge, es wird schon gut gehen. Dann ist es jetzt an der Zeit, die Wahrheit herauszufinden. Viel Glück, Milo. Das ist sie, die Seele des Waldes. Das war ja unglaublich. In der Tat, so wild habe ich sie schon lange nicht mehr gesehen. Das ist die Seele des Waldes? Heißt das etwa? Ja, Milo, das heißt es. Es hat wirklich funktioniert. Elliot, wir haben es geschafft. Ich hab's dir doch gesagt. Als Oberster des geheimen Volkes möchte ich euch meine Glückwünsche aussprechen. Ihr habt euch als würdig erwiesen, dem Wald zu dienen und dürft euch somit unserer Gemeinschaft anschließen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll, Jack. Du hast so viel für mich getan. Ich weiß nach Jahrzehnten endlich, was mit meinem Großvater geschehen ist und habe dazu noch diesen wundervollen Ort gefunden, der viel mehr eine Heimat für mich ist, als die Stadt es jemals sein könnte. Der Dank sollte aber auch dir selbst gelten. Ich erkenne viel von Oscar in dir wieder. Meinst du das ernst? Ich erinnere dich an Oscar? Ich war noch so jung, als er verschwand und habe kaum noch Erinnerungen. Du musst mir alles über ihn erzählen. Das werde ich. Alles zu seiner Zeit. Ich möchte mich auch bei dir bedanken und entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich zu Beginn nicht an das Waldvolk geglaubt habe. Und auch bei dir, dass ich keine große Hilfe war und dich sogar anfangs von deiner Idee abbringen wollte. Elliot, du bist mein bester Freund und wirst es auch immer bleiben. Wir müssen nicht immer gleicher Meinung sein. Das ist wahr. Milo ist ein Träumer. Du hingegen siehst die Dinge eher skeptisch. Ihr seid wie die Sonne und der Regen. Ihr ergänzt euch perfekt. Danke an euch beide. Vielleicht wird Milo ja der nächste Oberste. Dann braucht er bestimmt einen Begleiter, der ihn unterstützen wird. Ich? Der nächste Oberste? Meinst du das ernst? Und wer sagt eigentlich, dass es nur einen Obersten geben kann? Vielleicht treffen 2 Tiere viel bessere Entscheidungen. Jack, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Das musst du jetzt auch nicht. Niemand weiß, was die Zukunft bringen wird. Doch eine Sache steht fest. Euer Abenteuer ist jetzt zu Ende und morgen beginnt euer neues Leben. Vielen Dank für die weise Entscheidung.
Milo und Elliot werden dem Wald gut dienen. Aber zuvor wollen wir erstmal feiern. Oder wie seht ihr das? Auf jeden Fall. Dann los! Lasst uns zurück ins Dorf gehen und euch offiziell willkommen heißen. Was haltet ihr jetzt eigentlich von der Idee mit der Pilzpfanne? Bitte nicht schon wieder. Elliot, willst du wieder zurück in die Stadt? Ist ja gut. Ich halte schon die Klappe. Aber das mit dem Risotto probiere ich mal aus. war so süß auf dem Video. Oh, du glaubst gar nicht, wie häufig ich geweint habe. Tari, guck mal nett. So langsam vom Bord, rette sich wer kann. Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall, doch wir haben nichts zu trinken. Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall. Möchtest du noch ein bisschen weitermachen? Nee, Feierabend.